Heute möchte ich euch sehr gern etwas sagen, so er mir hilft. Es wird heute in der YouTube und überall wird immer wieder zum Beispiel gesagt, die katholische Kirche ist die Hure Satans und der Papst ist der Antichrist. Es wird Zeit, dass sie mit Grund und Boden ausradiert wird. Ja, dann ist nichts mehr da, kein Boden mehr da ist. Hast du vielleicht, dann frage ich, es wird einfach geurteilt über den Menschen, aber nicht über sein Tun. Als Bischof, das heißt eine Hohepriester, sollte man eigentlich, muss man sogar entscheiden, aber nicht den Menschen. Das macht er, Gott. Aber wir haben die Pflicht, das Tun des Menschen, wenn es schlecht ist, öffentlich zu oder zu, wie ein Schäfchen, der Hirte, ein Schäfchen geht daneben in Gefahr oder isst etwas, was nicht gut ist. Meistens, was nicht gut ist, schmeckt gut. Und dann natürlich kommt der Hirte und sagt, komm. Und es geht nicht lang und da wird ihm elend, wenn man die Sünde geschmeckt hat. Da bleibt dem Hirten nichts anderes übrig, als dass er an die Kräutlein geht, die gut sind. Die sind halt meistens bitter, aber gesund. Also es tut mir weh, wenn man in meinem YouTube es benutzt, dass man jeder da etwas sagt und urteilt über den Menschen. Er soll zum Teufel fahren, Gott soll ihn strafen und alles. Wer ohne Sünde ist, werft den ersten Stein. Was hast denn du getan, wenn die Kirche so schlecht wird? Wo warst du denn? Bist du vorher in die Kirche gegangen? Hast du die 10 Gebote gehalten? Hast du das Hauptgebot gehalten? Du sollst Gott lieben aus deinem ganzen Herzen, ganzen Seele, dem ganzen Gemüte mit all deinen Kräften. Hast du das Zweite dann getan? Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ist das Liebe für den Nächsten? Gott straf ihn, wirf ihn zur Hölle. Es sind nämlich, du fluchst und schimpfst und urteilst über Kinder Gottes, die Gott gehören, über die Gott der Vater ist. Überleg doch, bevor er sowas sagt. Manchmal ist man verpflichtet, Ungutes zu sagen, damit er nicht bei anderen zur Gefahr werden. Aber nicht den Menschen verurteilen, sondern sein Tun, das nicht in Ordnung ist. Und ich sage immer wieder, wer kann denn schon urteilen über einen Menschen? Ich sage jetzt nicht über sein Tun, sondern über einen Menschen. Bist du besser? Bist du ein Johannes der Täufer? Dann denke ich da, wenn ich in die Bibel schaue, in der Offenbarung, da spricht Gott, ich weiß deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Wenn du Gott nicht liebst und den Nächsten, bist du. Weil du aber lau bist, oder Heiland spricht, ach, dass du kalt oder warm wärest. Aber weil du aber lau bist und weder kalt noch warm, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde.
Wer ist nicht hier und da immer wieder lau und viele ganz? Da sollte man in der Bibel drüber nachstudieren. Aber nicht an den anderen denken, sondern in den Spiegel schauen. Es ist ja so, dass Gott nicht den Tod des Sünders will, sondern dass er sich bekehre. Denk an die YouTuber-Leute. Tut ihr das? Betet ihr für die? Oder verflucht ihr sie? Welches Recht hast du, jemanden zu verfluchen? Das ist alleine Gottes Sache. Und im Hauptgebot gibt es ja noch ein zweites. Ich aber sage euch, sagt Jesus, liebet eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Da kommt mir ein Priester in den Sinn, in der Verfolgung Christi. Den hat man gesucht, weil er starke Predigtkraft hatte. Und das hat den Juden nicht gefallen und dem römischen Ding auch gar nicht. Und man hat ihn gesucht überall, dann wurde mir es inne, denn es gibt immer solche Verleumder oder. Und sie sagten den Soldaten, wo dieser zu finden ist. Die gingen dann dahin, er war schon weiterem Alter, und sie gingen zu ihm, der begrüßte sie wie Freunde. Er wusste, was sie wollen. Er hatte denen gesagt, ach, habt einen langen Weg gehabt, esst und trinkt doch zuerst, ich werde euch auf, dann gebe ich euch einen Ort zum Schlafen und am Morgen können wir dann miteinander reden. Und dann am anderen Tag haben die Soldaten, wir bringen es nicht fertig, den vor den Hohenpriester zu bringen. Er war so nett zu uns, so lieb. Wir haben überlegt, was wir machen können. Und dann kam dieser alte Priester und sagt, nein, tut das nicht. Tut eure Pflicht. Ich bin bereit. Wie sollte ich mich fürchten vor dem, den ich lieb habe? So wie Apostel Andreas, als er am Kreuz war, da hätten die Gemeinde die Möglichkeit gehabt, und sie wollten es auch, ihn herunterzunehmen. Und er flehte sie alle inbrunst an und sagte, bitte, holt mich doch nicht vom Weg zu meinem Meister wieder weg. Ich bin jetzt endlich auf dem Weg zu meinem Meister. Heiland sagte ja, als er sagte, liebet eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters seid, der in den Himmeln ist. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, welchen Lohn habt ihr da? Tun das nicht auch die Sünder, Zöllner? Und wenn ihr allein eure Brüder grüßt, was tut ihr da schon Besonderes? Tun nicht auch die von den Nationen dasselbe? Ihr nun sollt aber vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Wir haben also einen langen Weg. Ne? Das werden wir erst sein, wenn wir bei ihm direkt wohnen. Noch einmal, liebt auch die, aber nicht ihre Fehler. Liebt
sind sie, weil sie auch Söhne, Töchter Gottes sind. Wir sollen also für den Nächsten beten. Und ich denke immer wieder, was Gott mir mal gezeigt hat, dass eine schreckliche Sünde, innerlich und äußerlich, auf mich zukam, wo ich absolut gesehen habe, erschrocken bin. Nein, also, pfui, Teufel. Hm? Und dann sagte Gott Vater, schau, er ist auch mein Kind und ist fehlgegangen. Bring ihn wieder zu mir. Und da war der Mensch sagen, schlag sie zusammen und zum Teufel schicken. Wer ohne Sünde ist, werft den ersten Stein. Und wenn einer sagt, er sei ohne Sünde, außer an ihr, dann ist das, ich hoffe, er hat es nicht begriffen, aber das ist absoluter Stolz. Apostel Johannes sagt, wenn einer sagt, er liebe Gott, den Nächsten nicht, oder umgekehrt, dann ist er ein Lügner. Wie viel hast du schon gebetet für die Lebenden, denn die Gefahr ist, zur Hölle zu kommen? Eine ewige Verdammnis. Gott sei Dank sind die Menschen nicht Gott, die urteilen müssen, wenn wir sterben. Also hört doch bitte auf, wenn es möglich ist. Und tut nicht in meinem YouTube verurteilen, verfluchen. Dieses Homepage, oder wie sagt man dem? Kanal. Danke. Dieser Kanal ist nicht gegeben, dass jeder seine absurden Ideen hineinschreibt. Gegen meine Lehre, die ich in 2 Entrückungen erhalten habe. Und doch meinen die, sie wissen mehr. Viele sagen, ja, ich gehe nicht mehr in die katholische Kirche. Ich verstehe zwar das, ich bin ja außerhalb der Kirche. Schau mich doch an, wir haben mehrere Millionen Zuhörer. Und sie geben nicht auf, Gegenteil, sie wachsen. Und zwar sehr schnell. Bin ich jetzt ein guter Bischof oder ein guter Prediger? Habe ich das gelernt? Im Seminar, Priesterseminar oder wo? Gar nicht. Ich habe kein Priesterseminar besucht. Eines schon oben. Und anscheinend, ich glaube zwar, ich bin ein elender Prediger, aber anscheinend will es nicht immer vorwärts geht, muss etwas anders sein. Aber alles ist von ihm.